Guten Morgen aus Springfield, Illinois. Heute geht es weiter. Unsere Etappe führt uns in den nächsten Bundesstaat nach Missouri. Ziel ist St. Louis, gute 110 Meilen von hier. Zumindest geplant. Es kommt etwas anders, denn auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gibt es Funklöcher. Aber dazu gleich mehr. Erstmal unsere Hotelrezession. Das Carpenter Street Hotel in Springfield können wir nämlich uneingeschränkt empfehlen. Sehr schöne, große und saubere Zimmer, ausgestattet typisch USA mit Kühlschrank, Kaffeemaschine und Mikrowelle. Jederzeit freundliches und hilfsbereites Personal, perfekte Lage, die Innenstadt ist fußläufig zu erreichen und um die Ecke ein großer, gut sortierter Supermarkt. Die Parkplätze sind kostenfrei, das Frühstück auch typisch amerikanisch und absolut ausreichend. Also, wen es mal in die Hauptstadt von Illinois verschlägt, der ist hier wirklich sehr gut aufgehoben. In Springfield hatten wir noch eine Sache zu erledigen, nämlich der obligatorische Besuch im Cozy Dog Drive-In. Eine Attraktion an der Route 66, hier wurden die Cozy Dogs quasi erfunden. Eine frittierte Bockwurst, überzogen mit einem knusprigen Maisteig und auf einem Stiel. Nein, kein Corn Dog, sondern ein Cozy Dog, da legt man Wert drauf. Gegründet wurde das Cozy Dog übrigens von Ed Waldmeyer, dem Vater des Künstlers Bob Waldmeyer, den wir ja schon mal erwähnt haben. Noch heute wird der kleine Diner von den Waldmeyers betrieben und wir haben natürlich die Fahne signieren lassen. Zum Frühstück gab es noch ein Cozy Dog, so früh vielleicht nicht unbedingt das Richtige, aber doch sehr lecker. Und dann heißt es Bye Bye Springfield. Wir fahren Richtung Auburn, wo noch ein ganz ursprüngliches Stück der Route 66 sein soll. Zu Anfang wurden die Straßen nämlich nicht betoniert oder geteert, der Belag bestand aus roten Ziegelsteinen, deshalb der Name Red Brick Road. Und dieses erhaltene Stück war sogar länger, wie wir gedacht haben. Schön auf so einem historischen Stück zu fahren.
this is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Weiter ging es über Girard Richtung Neilwood. Der Stopp in Girard war nur sehr kurz, denn die angepeilte alte Apotheke Doc's Soda Fountain ist leider mittlerweile geschlossen. Schade. To see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a rise. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to. Weiter geht es zu den Spuren des Truthahns. Ja, richtig gehört. In geraumer Vorzeit nämlich betonierte ein Bauer die Straße vor seinem Haus neu. Und da es in Amerika wilde Truthähne gibt, latschte natürlich einer davon durch den frischen Beton und hinterließ seine Tapsen. Statt den Beton wieder gerade zu ziehen, wurde einfach eine Linie um die Stelle gemalt und zack, Attraktion. Ein guter Quadratmeter mitten in den Feldern von Illinois. Mussten wir natürlich unbedingt sehen, aber ganz ehrlich, ohne Navi hätten wir nie im Leben diese Stelle gefunden. Zwar steht etwa eine Meile davor ein Hinweis Turkey Tracks 1 Mile, aber hier zwischen den Feldern von Illinois lief zwar die alte 66 lang, ausgeschildert ist sie hier aber nicht gerade gut. Und das sollte gleich auch noch zu einem Problem werden, also die Beschilderung. Well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today is a good day. Today is a good
Auf dem Weg Richtung Carlinville, unserem nächsten Punkt auf dieser Etappe, hatten wir plötzlich kein Internet mehr. Das wäre ja gerade im Urlaub vertretbar, wenn wir nicht eine spezielle App für die Route 66 hätten. Die navigiert einen sehr zuverlässig, aber eben nicht offline. Und unsere Karten halfen uns auch erstmal nicht wirklich weiter. Also folgen wir halt der Beschilderung, die bisher meist zusätzliche Orientierung bot, dachten wir. Denn nach dem letzten Schild folgte an der nächsten Kreuzung einfach nichts. Etwas orientierungslos waren wir plötzlich lost in Illinois. Statt aber einfach links abzubiegen, sind wir natürlich immer weiter geradeaus und landeten zwischen Feldern auf Straßen, die teils fast einen Offroader gebraucht hätten. Aber da immer wieder Häuser auftauchten, sind wir erstmal davon ausgegangen, dass da sicher auch irgendwann mal wieder eine größere Straße kommt. Als fast nichts mehr ging, hatten wir plötzlich wenigstens wieder ein GPS-Signal, unseren einzigen Orientierungspunkt. Und ehrlich gesagt, uns hat einzig und allein der Straßenzustand davon abgehalten, diese Strecke wieder zurückzufahren. Zumindest einmal sind wir ja schon mal heil da durchgekommen. Und plötzlich bewegte sich unser kleiner GPS-Punkt auf eine größere Straße zu. Abgebogen und schon waren wir in Carlinville. Das Ganze hat uns dann aber auch eine Stunde und einen Umweg von knapp 25 Meilen gekostet. Aber auch das gehört dazu.
Carlinville ist eine typische amerikanische Kleinstadt, so wie man sie sich aus dem Fernsehen vorstellt. Gemütlich, mit der ein oder anderen Sehenswürdigkeit, ja, hat uns gut gefallen. Bist du raus da? Das da meine ich, weißt du? Ja, das ist das auch. Macht ja Sinn, direkt neben dem Gericht. Das ist bestimmt auch die Kanone. Tannenwald habe ich auch was gelesen. Ja. Das sind alle Veteranen wohl aus dem Pokerplan. Sein, dass das immer noch aktiv ist.
es ging irgendwann weiter nach Litchfield. Dort ist an der Route 66 noch ein altes Drive-In-Kino in Betrieb, natürlich erst abends. Also weiter zum obligatorischen Besuch im Visitor Center und Picknick in der dortigen hübsch aufgemachten Picnic Area. Eine herrliche amerikanische Erfindung. Picknick geht fast überall und alles ist, wie könnte es anders sein, sauber und gepflegt. Bei Staunton liegt Henrys Rabbit Ranch, eine alte Tankstelle an der Route 66 von Henry gut in Schuss gehalten. Und hier gibt es keine Karnickel zu sehen, das war wohl früher mal, wie der Name vermuten lässt. Hier gibt es VW Golfs, jede Altersklasse. Die kann man sich ansehen, denn, wie wir von Henry gelernt haben, in Amerika nennt man diese VWs liebevoll Rabbit. Häschen halt. Süß, oder?
Weiter Richtung St. Louis ging es auf dem Weg zur Interstate an einer Antique Mall vorbei. Da mussten wir natürlich mal anhalten, denn schon von außen absolut sehenswert. Innen fanden wir es ehrlicherweise nicht so dolle, man wird erschlagen von Antiquitäten, Nippes und Souvenirs. Und die Eisdiele war auch zu, also sind wir weiter. Und dann waren wir dort, wo wir ein bisschen Bammel vorhatten. Auf dem Parkplatz der Chains of Rockbridge. Wir sind vor den Toren St. Louis, aber noch in Illinois. Okay, warum Bammel vor dem Parkplatz? Die Gegend hat nicht den allerbesten Ruf, gerade ab der Dämmerung treiben sich hier gerne zwielichtige Gestalten herum und hier wird dann auch mal in Autos eingebrochen. Aber unser lieber Freund Dietrich gab uns den Rat, kommt im Hellen, lasst nichts im Auto liegen und haut ab, wenn euch nicht wohl bei der Sache ist. Wie es uns ergangen ist, das haben wir an den Anfang der nächsten Episode gesetzt, denn wir finden, dass der Besuch der Chains of Rockbridge thematisch ganz gut passt, wenn es heißt Sightseeing in St. Louis. Neugierig geworden? In Episode 9 zeigen wir dir mehr. Sightseeing in St. Louis, eine Stadt, die uns wirklich positiv überrascht hat. Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of our lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!